Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. In diesem Video dreht sich alles um die neue E-Fahrzeugförderung, die kürzlich rausgekommen ist. Und da habe ich schon gemerkt, dass in der Community einige Fragen existieren und auch noch ein paar Unklarheiten. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal ein Video für euch, wo wir die wichtigsten Fakten für euch mal aufzählen. Das heißt, was müsst ihr denn eigentlich unbedingt beachten, damit es hinterher keine bösen Überraschungen gibt? Wer kriegt eigentlich alles eine Förderung? Wie hoch sind denn die Förderungsmöglichkeiten? Und natürlich, welche Mazda-Modelle bekommen überhaupt die Förderung? Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, geht es also hier in diesem Video um die neue E-Fahrzeugförderung, die kürzlich rausgekommen ist. Und wie ihr das so kennt von diversen Gesetzen, sind die immer relativ umfangreich. Und wir haben euch das versucht, so einfach wie möglich hier in eine Präsentation reinzupacken. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen Text geworden. Und wenn ich an irgendwelchen Stellen einfach zu schnell sein sollte, klickt gerne auf die Pause-Taste. Und wenn euch irgendwas vielleicht nicht so sehr interessiert, nutzt die Kapitelmarken unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr einfach zu dem Thema dann hinschauen, was euch am meisten interessiert. Und am Anfang haben wir euch mal so eine kleine Seite gemacht. Man sagt da immer so One-Pager dazu, wo wirklich die wichtigsten Informationen auf einen Blick stehen. Und da gucken wir jetzt gleich mal drauf. Dann habt ihr schon mal so einen ersten Eindruck. Grundsätzlich ist das ja hier ein staatliches Förderprogramm. Das gilt bei Neufahrzeugen. Das ist mal wichtig. Zum einen mal bei Kauf und bei Leasing. Also Finanzierung ist damit auch abgedeckt. Und nicht nur bei reinen Elektrofahrzeugen, sondern auch bei Plug-in-Hybriden. Das schauen wir uns nachher noch mal ein bisschen näher an. Und der Hintergrund bzw. die Ziele, die hier verfolgt werden, sind verschieden. Zum einen mal möchte man natürlich die Elektrofahrzeuge erschwinglicher machen. Hintergrund ist natürlich, dass die E-Autos meistens immer ein bisschen teurer sind als die Verbrenner und die Diesel. Und man tendiert dann vielleicht eher dazu, einen Benziner oder Diesel zu kaufen, weil es eben billiger ist. Und irgendwie auch kennt man die Technologie. Also man will die Motivation stärken, ein E-Fahrzeug zu fahren, zu kaufen. Es gibt noch weitere staatliche Förderungen, wie zum Beispiel auch eine Kfz-Steuerbefreiung. Die ist allerdings natürlich jetzt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel diese neue Förderung, die rausgekommen ist, aber trotzdem sehr attraktiv. Und es gibt tatsächlich auch im Moment sehr attraktive Rabatte von den Herstellern. Also alle versuchen im Moment die Elektromobilität unter euch bezahlbarer und einfacher zugänglich zu machen. Apropos zugänglich. Diese Förderung hier im Vergleich zur bisherigen Förderung, die es schon mal gab, ist übrigens auch von der Einkommensgrenze gedeckelt. Das war bisher eben nicht der Fall. Das heißt, man hat sich hier bewusst dafür entschieden, eher Haushalte mit mittleren und niedrigeren Einkommen zu fördern, weil die sich natürlich besonders schwer tun, zum einen mal überhaupt ein Neufahrzeug zu kaufen und zum anderen dann vielleicht sogar noch eins, was teurer ist, nämlich ein E-Fahrzeug, obwohl die das vielleicht gerne kaufen wollen. Und tatsächlich, wenn man dann ein E-Fahrzeug benutzt und auch verwendet, werdet ihr natürlich auch merken, dass hier die laufenden Kosten geringer sind, weil wir natürlich einmal niedrigere Wartungskosten haben. Es ist ja nicht so viel zu machen in einem E-Fahrzeug. Wir haben keine Ölwechsel, keine Zündkerzen, keine Keilriemen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil es die Haushaltskasse dann entlastet. Und gleichzeitig sind die Elektrofahrzeuge auch wirtschaftlicher. Das heißt, die Unterhaltskosten, ich nenne ihn mal den Sprit, der dann in Strom zu tanken ist natürlich dann auch geringer. Dadurch wird auch wieder sozusagen das Haushaltsbudget geschont. Und natürlich hat man auch das große Ziel der Klimaneutralität und da sorgen natürlich diese E-Fahrzeuge dafür, dass wir weniger Abgase ausstoßen und damit natürlich unsere Ziele leichter erreichen können. Grundsätzlich hat man es gerade auch schon so ein bisschen raushören können, ist diese Förderung diesmal nur für Privathaushalte geeignet und gedacht. Man kann sie also als Firmenkunde nicht beantragen. Die Förderbeträge variieren im Moment zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Das werden wir uns aber nochmal demnächst gleich anschauen. Der Prozess läuft wie folgt ab. Die Antragstellung ist erst möglich, wenn das Fahrzeug zugelassen wurde. Das heißt also, normalerweise müsst ihr logischerweise das Auto erst bezahlen und dann bekommt ihr es und dann könnt ihr erst den Antrag stellen. Das heißt, ihr müsst es erstmal vorschießen sozusagen und bekommt dann die Prämie hinterher nach Antragstellung ausgezahlt. In der Vergangenheit hat das so im Schnitt 6 bis 8 Wochen gedauert. Wie das dann in Zukunft sein wird, kann ich im Moment noch nicht genauer sagen. Ja, ich hatte ja gerade auch schon von den Prämien gesprochen und ja, in der Vergangenheit war es so, da hatte man im Endeffekt eine fixe Prämie bekommen, die war abhängig vom Kaufpreis des Fahrzeuges teilweise. Man hat diese Kaufpreisorientierung im Moment eher weggelassen und hat sich jetzt eher auf das Einkommen beschränkt. Das ist also neu bei dieser Prämie. Und es gibt eben verschiedene Stufen und die schauen wir jetzt mal an. Ich mache das jetzt mal einzeln auf. Wir haben jetzt hier 4 Spalten und schaut euch das einfach mal an. Wir haben hier ein sogenanntes zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen. Das schauen wir uns gleich nochmal näher an, was das bedeutet. Dann haben wir hier eben Haushalte ohne Kinder, Haushalte mit einem Kind und mit 2 Kindern. Das heißt, ihr seht schon, wenn man sich die Werte so ein bisschen anschaut, man will hier auch Familien fördern, die eben auch Kinder haben
weil da natürlich auch die, ja, ich sag mal, Unterhaltskosten bzw. einfach die Kosten höher sind. Und dann wird auch die Förderung sogar ein bisschen angehoben. Ich finde das eigentlich ziemlich clever und fair gemacht. Wir haben eine erste Stufe, das ist also bis 45.000 Euro Haushaltsjahreseinkommen. Hier seid ihr im Moment in der höchsten Stufe drin. Bei Haushalten ohne Kinder habt ihr also 5.000 Euro, die hier gefördert werden, wenn ihr euch ein neues E-Fahrzeug anschafft. Und es geht jetzt hier in dieser Spalte übrigens um reine Elektrofahrzeuge. Es kommt gleich nochmal eine andere. Mit einem Kind erhöht sich dann dieser Wert um 500 Euro nochmal und mit 2 Kindern dann auf die Maximalsumme von 6.000 Euro. Mehr gibt es dann tatsächlich nicht. Seid ihr dann in einer höheren Gehaltsstufe, könnt ihr hier einfach mal links durchschauen, wo ihr euch befindet. Und wir reden hier übrigens immer über Brutto, nicht über Netto. Und ihr seht schon, ab einem gewissen Betrag, wenn ihr zum Beispiel eben keine Kinder habt, seid ihr irgendwann eben nicht mehr förderfähig. Und die Grenze ist eben 80.000 Euro. Bis zu diesem Jahreseinkommen sozusagen seid ihr noch förderfähig. Danach würde das nur noch funktionieren, wenn ihr beispielsweise eben ein Kind oder 2 Kinder habt. Das könnt ihr euch ja gerne mal in Ruhe so ein bisschen anschauen. Wir machen nachher aber auch nochmal ein Beispiel dazu. Jetzt hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja auch Plug-in-Hybride. Das sind also Fahrzeuge, die über schon ein sehr großes Batteriesystem verfügen, aber gleichzeitig auch noch über einen Benzinmotor. Hier ist es so, dass ihr wahrscheinlich ja 80-90% eures Alltags rein elektrisch schon fahren könnt. Aber dann, wenn ihr zum Beispiel in den Urlaub fahrt, könntet ihr eben auch mit dem Benziner fahren und könnt euch sozusagen von dieser Ladethematik so ein bisschen abkoppeln, was natürlich auch sehr angenehm ist. Hier seid ihr ein bisschen flexibler. Deswegen oben die Abkürzung PHEV, das heißt eben Plug-in Hybrid, also Plug-in-Hybride. Und dann gibt es tatsächlich bei einigen Autoherstellern, wie bei uns auch, sogenannte Range Extender Vehicle. Das ist im Endeffekt ein sehr ähnliches Konzept. Auch die haben noch einen Benzinmotor drin. Das könnt ihr euch im Endeffekt in der gleichen Kategorie vorstellen. Hier haben wir die gleichen Strukturen vom Haushaltseinkommen, aber die Förderungen sind etwas geringer, wie ihr hier sehen könnt. Ihr seht schon, man will natürlich schon eher den Fokus legen auf reine Elektromobilität, weil wir hier natürlich die geringsten Unterhaltskosten haben, die geringsten Emissionen und deswegen sind wir hier auch in einem etwas niedrigeren Bereich. Ihr seht schon, statt 6.000 Euro ist die höchste Stufe hier 4.500 und hier sind wir dann eben bei 1.500 Euro. Also ihr könnt ganz grob sagen, in etwa 1.500 Euro weniger. So, dann gucken wir uns mal hier noch ein Beispiel an. Wir haben euch einfach jetzt mal so ein ganz klassisches Beispiel für ein Elektrofahrzeug mal hier dargestellt. Das heißt, stellen wir uns mal eine Person im Haushalt vor, die soll ein Jahreseinkommen von 27.000 Euro brutto besitzen. Das heißt, eure Fördergrenze wären ja diese 80.000 Euro, das sind wir also locker drunter. Und wenn ihr dann eben in diese Spalte reingehen würdet, dann würdet ihr jetzt hier eine Subvention beim Kauf eines solchen Fahrzeugs von 5.000 Euro bekommen. Das ist schon eine stolze Summe und damit lässt sich so ein ELI-Fahrzeug natürlich schon mal richtig gut auch mal finanzieren. Das kann man ja zum Beispiel auch als Anzahlung dann verwenden und dadurch hat man natürlich auch eine niedrigere Rate. So, jetzt drehen wir das Beispiel aber mal so ein bisschen weiter und stellen uns mal vor, ihr habt also auch noch einen Partner, der soll jetzt einfach mal den gleichen Betrag verdienen. Also sind es dann insgesamt 54.000 Euro. Das heißt, ihr rutscht jetzt schon mal in eine andere Zeile von dieser Förderung. Eure Förderung reduziert sich damit um 1.000 Euro und ihr hättet jetzt in so einer Partnergemeinschaft 4.000 Euro an Fördermöglichkeit, wenn ihr euch für ein Elektrofahrzeug entscheidet. Kommt nun aber noch ein Kind dazu, werdet ihr wieder etwas stärker gefördert. Das heißt, hier hättet ihr die Möglichkeit, bis zu 85.000 Euro Jahreseinkommen im Endeffekt erzielen zu können und werdet trotzdem noch eine Förderung bekommen. In dieser Stufe mit 54.000 werdet ihr nun mit 4.500 Euro gefördert, also 500 Euro mehr. Und stellt euch jetzt noch vor, ihr hättet mal ein zweites Kind, würde die Fördergrenze nochmal hochgehen, ist jetzt aber nicht relevant für uns. Jetzt hätten wir eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro. Ich hoffe, damit ist es für euch so ein bisschen klar geworden. Es funktioniert im Endeffekt bei Plug-in-Hybriden ganz genauso, nur dass da eben die Förderung etwas geringer ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie läuft denn das jetzt eigentlich mit diesem Nachweis von dem Einkommen? Was muss ich denn da für Dokumente einreichen? Und man hat versucht, das zum einen mal so einfach wie möglich zu machen, aber gleichzeitig auch so transparent wie möglich, dass man hier auch möglichst fair wirklich nur die mittleren und niedrigeren Einkommen fördert. Nun, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst 2 Einkommenssteuerbelege einreichen dann bei der Antragstellung und aus diesen beiden wird dann der Durchschnitt generiert. Warum macht man das? Nun, es könnte ja sein, dass ihr zum Beispiel in einem Jahr ein etwas höheres Einkommen hattet. Vielleicht hattet ihr da irgendwie noch einen Bonus von der Firma bekommen oder noch einen ganz anderen Job, habt den Job dann gewechselt und im zweiten Jahr war es dann deutlich weniger. Und dann würde man eben hier den Durchschnitt errechnen oder es könnte natürlich auch umgekehrt sein.
In einem Jahr hattet ihr etwas weniger, dann mehr. So ist es doch relativ fair geregelt, also nicht nur ein Einkommenssteuernachweis. Und dann haben wir noch das große Thema Partner. Ja, und das ist natürlich auch etwas, das ist jetzt im Moment noch nicht so ganz richtig klar definiert. Da müssen wir noch so ein bisschen warten, bis weitere Informationen rauskommen. Im Moment heißt es im Text, dass eben verheiratete Partner und eingetragene Lebenspartnerschaften, aber auch eheähnliche Gemeinschaften sozusagen zusammengerechnet werden. Ja, und da stellt sich immer die Frage, ja, was bedeutet denn eigentlich eheähnliche Gemeinschaften? Ab wann ist es eine eheähnliche Gemeinschaft? Und da haben wir einfach mal so eine kleine Definition für euch zusammengefasst, die euch eine kleine Orientierung geben soll. Zum einen mal ist es eine auf Dauer angelegte partnerschaftliche Lebensgemeinschaft zweier nicht verheirateter Personen, die einen gemeinsamen Haushalt führen und wirtschaftlich voneinander einstehen. Um es mal so ein bisschen plakativ für euch darzustellen, also ihr lebt mit eurem Partner, eurer Partnerin, beispielsweise jetzt schon so ein bisschen länger zusammen, ihr wohnt in einem Haushalt, ihr habt ein gemeinsames Konto, dann wäre das für mich ein eindeutiges Zeichen, dass wir hier über eine sogenannte eheähnliche Gemeinschaft verfügen. Habt ihr eine lose Beziehung, seht euch ab und zu mal, wohnt vielleicht in unterschiedlichen Wohnungen, dann ist das für mich keine eheähnliche Gemeinschaft in der Definition, wie es das Gesetz sieht. Und damit würdet ihr sozusagen den Single-Haushalt als Single-Haushalt betrachtet werden. Wie gesagt, im Moment ist das erstmal der aktuelle Stand. Nun stellt sich die Frage, ja, wie ist das, wenn man also in Rente ist und Pension und hat natürlich dann keine Einsteuererklärungen mehr. Hier ist es dann so, dass ihr eben euren Rentenbezug angeben müsst, der ja meistens relativ konstant ist, und eine Selbsterklärung über weitere Einkünfte. Also wenn ihr auch irgendwie noch einen Nebenjob habt, wo ihr nebenbei ein bisschen was arbeitet, dann müsstet ihr im Endeffekt so ein Formular ausfüllen und das würde dann auch hier wirklich komplett ausreichen. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar Fristen und Bedingungen, die ganz wichtig sind, damit es hinterher nicht zu irgendwelchen bösen Überraschungen kommt. Und das Allerwichtigste, ich sagte es am Anfang auch schon, diese Förderung gibt es tatsächlich nur für Neufahrzeuge, also aufpassen, nicht bei Gebrauchtwagen. Und zu Gebrauchtwagen zählen natürlich auch neuwertige Fahrzeuge, wie zum Beispiel eben Jahreswagen, Vorführwagen, Tageszulassung. Also hier ganz wichtig. Und es zählt hier auch die Erstzulassung des Fahrzeuges und das muss eben der 1. Januar 26 bzw. natürlich dann später sein. Und das Ganze ist auch rückwirkend möglich. Also für alle, die jetzt zum Beispiel eben im Januar schon ein neues Auto bekommen haben und sich jetzt vielleicht ärgern, dann Mensch, hättest du noch ein paar Wochen gewartet, kein Problem. Das ist also rückwirkend nun möglich. Und ich sagte es gerade schon, das Zulassungsdatum ist wirklich ausschlaggebend. Das Kaufdatum vollkommen irrelevant. Habt ihr das Auto Mitte letztes Jahr bestellt? Kein Problem. Ihr solltet natürlich trotzdem nicht vergessen, diese BAFA-Förderung zu beantragen, denn ihr habt nur maximal ein Jahr Zeit nach der Zulassung des Fahrzeugs. Danach verfällt der Anspruch. Eine wichtige Sache solltet ihr auch noch beachten: Im Vergleich zu den vorherigen BAFA-Prämien haben wir hier eine relativ lange Mindesthaltedauer von 3 Jahren. In der Vergangenheit waren es 6 Monate oder 1 Jahr, also deutlich kürzer. Das hat man jetzt nun gestreckt, auch weil man hier eher das Konzept auf Familienorientierung ausgelegt hat. Finde ich auch sehr gut, dass man eben solche ganz kurzfristigen Geschichten dann wieder mit Gewinn verkaufen, hat man jetzt mal weggelassen und das eher ein bisschen fairer gemacht. 3 Jahre müsste also das Auto mindestens besitzen. Wie das Ganze sich dann beispielsweise verhält, wenn das Auto einen Unfall hat und so weiter, müsste ich jetzt im Moment auch doch sagen, kann ich euch nicht beantworten, aber das sind natürlich Themen, die man auch klären muss. Im Moment gibt es tatsächlich noch kein Antragsformular, man wollte das eben nur so schnell wie möglich auch kommunizieren. Man plant in etwa ab Mai 2026 ein Portal zur Verfügung zu stellen, wo ihr dann eben eure Angaben hinterlegen könnt, Daten hochladen könnt. Und wie in der Vergangenheit hatten wir euch dazu auch schon mal immer ein Video hochgeladen, wie so ein Prozess abläuft, damit ihr da nichts falsch macht. Sobald das online ist, werden wir euch da gerne auch hier auf YouTube ein Video hochladen. An dieser Stelle eben auch mal ganz wichtig für euch, denkt ans Abonnieren, drückt die Glocke, dann kriegt ihr nämlich immer so ein Video, eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und wenn dann dieses Video dabei ist, dann wisst ihr dann auf jeden Fall als allererstes, dass es online ist. Wie die meisten Fördertöpfe hat das Ganze natürlich auch irgendwann mal ein Ende und man hat hier nun ein gewisses Budget ausgerufen von 3 Milliarden Euro. Das soll dann in etwa 800.000 Fahrzeugen entsprechen und man geht davon aus, dass das Ganze dann voraussichtlich bis Ende 2028 noch ausreichen sollte. In der Vergangenheit war es dann so, dass dann ab und zu noch ein bisschen Geld nachgeschossen wird und so weiter. Kann ich euch natürlich im Moment nicht sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie erfolgreich diese Prämie sein wird.
Dann habe ich hier mal noch ein Slide für euch vorbereitet, welche Mazda-Modelle überhaupt aktuell von dieser Förderung profitieren. Denn da habe ich tatsächlich auch schon online ein paar Fehlinformationen gelesen. Und deswegen dröseln wir euch das hier mal einzeln auf. Zum einen mal haben wir natürlich unseren vollelektrischen Mazda 6e, der natürlich auch die höchste Förderung bekommt. Hier eben bis maximal 6.000 Euro, abhängig von eurem Einkommen. Dann haben wir noch den Mazda MX-30 EV, also der zählt als Plug-in-Hybrid, hat dadurch die etwas kleinere Förderung bis maximal 4.500 Euro, der ist auch dabei. Dann haben wir den CX-60 und den CX-80 Plug-in-Hybrid, ganz wichtig, nicht in Diesel logischerweise, denn der hat kein Hochvoltsystem. Und bei den Plug-in-Hybriden, bei dem CX-60 und bei dem CX-80 muss ich noch was dazu sagen. Ende 2025 hat der Gesetzgeber die Normen, die für Plug-in-Hybride gelten, etwas verschärft. Das heißt, es gibt ein 2025er und ein 2026er Modell. Die sind erstmal grundsätzlich von der Technik gleich, gleicher Motor, gleicher Akku, gleiche Reichweite, gleicher Verbrauch. Aber dadurch, dass diese Verbräuche von diesen Plug-in-Hybriden 2026 schärfer oder beziehungsweise kritischer bewertet werden, ist in den Prospekten auf einmal ein höherer Verbrauch zu sehen, was eigentlich nicht stimmt, weil es ja der gleiche Verbrauch ist wie vorher. Aber es ist halt so. Und deswegen sind nur die 2025er Modelle in dieser Förderung integriert. Das heißt, wenn ihr also möchtet, dass ihr einen Plug-in-Hybrid in diese Förderung reinbekommt, müsst ihr darauf achten, dass ihr ein 2025er Modell kauft. Da solltet ihr am besten euren Händler mal fragen, der kann euch da ein bisschen besser beraten. Und dann bekommt ihr bei diesen beiden Fahrzeugen eben diese 4.500 Euro. Habt ihr ein 2026er Modell, ist es leider nicht mehr möglich, obwohl es technisch das gleiche Auto ist. Aber der Gesetzgeber hat, wie gesagt, die Normen einfach verschärft. Dann haben wir allerdings noch ein neues Fahrzeug, das es im Moment noch nicht gibt, aber wahrscheinlich Mitte des Jahres auftauchen wird bei den Händlern. Das ist der neue Mazda CX-6e. Das hatten wir euch kürzlich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Verlinke ich euch gerne mal da oben. Und das ist natürlich auch ein Fahrzeug, was rein elektrisch fährt und dadurch auch die maximale Förderung bekommt. Das waren jetzt mal alle Mazda-Modelle, die von dieser Förderung profitieren. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen zu diesem Thema habt, was ich euch heute vorgestellt habe, versucht es immer auch unten in die Kommentare reinzuschreiben oder schreibt uns eine E-Mail. Wir versuchen immer so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wie ich schon sagte, einige Themen sind im Moment allerdings noch so ein bisschen unklar, müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis das konkretisiert wird. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, das so gut wie möglich zu beantworten. Hat euch dieses Video geholfen und gefallen, freuen wir uns natürlich über ein Like von euch. Wie ich schon sagte, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kriegt ihr immer die neuesten Informationen zum Thema Mazda und weiteren Themen. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr auch immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.